cheers auf den Urlaub, ne? Den Urlaub. Auf die Kreuzfahrt. Dass du in so kurzer Zeit so viel siehst, der Vibe auf dem Schiff, die Aktivitäten, die Stimmung, ist so ein Cocktail aus ganz vielen Dingen, was du in einem, sag ich mal, normalen Landurlaub gar nicht kriegst. Ja. Hallo. Es ist 19 Uhr. Wir sind am Hamburger Flughafen. Wo geht's jetzt hin? Nach Dubai. Nach Dubai. Wie aufgeregt bist du? Ich würde sagen so 7,5. Ist schon cool, mal auf so einem großen Schiff zu sein. Ja, recht. 7, 8, ja. Ja. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, eine Kreuzfahrt zu machen. War nie auf meinem Zettel sozusagen. Und jetzt haben wir es. Mal schauen. Bin gespannt. Worauf ich mich am meisten freue, ist so das erste Mal aus dem Hafen rauszufahren. Und dann so diese erste Ausfahrt zu haben, die Stadt im Hintergrund, aufs Meer raus. Ich glaube, das wird cool. Dankeschön. Herzlich willkommen zu Hause. Guck mal, da sind doch unsere Koffer, ne? Das müsste bestimmt auch unsere Kabine sein. Wahrscheinlich. Haben beide überlebt, sind beide angekommen? Ja, 10007. Mach mal auf. Schau, was da drin ist. Oh wow, Oh wow. sieht ja cool aus. Die erste Schiffskabine, die ich in meinem Leben sehe. Ich auch tatsächlich. Sieht auch ein bisschen aus wie eine Schiffskabine, aber auch wie ein Hotelzimmer. Ich mag das ja, wenn alles so hell ist und man reinkommt und sich gleich so dieses vom Licht empfangen wird. Richtig Balkon schön. haben wir auch. Balkon haben wir Kaffeemaschine auch. ist da. Toller Blick jetzt Die nochmal. Skyline sieht so schön aus. Ne? Richtig cool. Guck mal, ich sehe auch, es gibt sehr viel Stauraum. Da oben schon mal überall kleine Schränke. Das sieht auch aus wie ein Schrank. Sollen wir den mal aufmachen? Ja, perfekt. Auch sogar Bademäntel hier drin, schau mal. Und ein Safe, das ist ja toll. Gehen wir direkt von hier in die Sauna. Oh ja. Und Badeschlappen. Wow. Toll. Also ich finde, es fühlt sich nicht an wie ein Hotel. Ne? Es fühlt sich an wie so ein bisschen ein Wohnzimmer irgendwo Ja. in einem Strandhaus. Ne? Gerade mit den Bildern hier und im Lounge-Bereich. Haben wir noch ein kleines Hamburg-Andenkenbild. Fühlen wir uns quasi eh wie zu Hause hier. Also ich finde es bisher ist es auch richtig entspannt, muss ich sagen. Es sind alle, man merkt so, es ist so der erste Urlaubstag, alle kommen langsam an, so der Alltagsstress kommt runter. Sehr angenehm. Ja, ich glaube, aber ich brauche noch ein bisschen. Aber so langsam fällt der Reisestress ab. Thank you. Ja, cheers auf den Urlaub, ne? Den Urlaub. Auf die Kreuzfahrt. Ich bin mega gespannt auf Dubai. Das ist eins meiner Highlights auf jeden Fall. Dubai stand immer schon auf meiner Liste und es ist so cool, das jetzt hier in dieser Konstellation mal machen zu können. Ich bin gerade total überrascht und geflasht. Und jetzt einfach so ein bisschen durch die Marina zu fahren damit. Ja, auf so ein kleines Boot ist schon noch mal cool. Ich muss schon sagen, es ist wirklich alles wahnsinnig groß hier in Dubai. Wenn man so aus Hamburg kommt, das kennt man gar nicht. So gefühlt haben wir 3 Hochhäuser da in der Hafen City und that's it. Und hier ist es halt alles das 80-fache. Also schon sehr beeindruckend. Der Urlaub hat offiziell begonnen. Ich muss schon sagen, ich fand es jetzt mega entspannt mit den Landausflügen. Es ist ja einfach wirklich nur, man geht raus, einmal kurz die Bordkarte scannen, steigt in den Bus ein. Los geht's. Das finde ich schon das Praktische, weil wenn man alleine auf Reisen ist, muss man sich ja immer um alles kümmern. Und es ist immer so ein bisschen, gerade in so einem Land, wo man noch nie war, ein bisschen nicht gefährlich, aber so unsicher, weißt du? Sehr geführt, sehr sicher. Ne? Und du buchst es halt einfach über eine App. Du musst nicht erst auf eine Recherche gehen und dann überlegen, was finde ich denn eigentlich, was ist jetzt der beste Anbieter. Das ist schon praktisch. Wie so eine Spielzeugwelt da unten. Wir haben heute auf jeden Fall schon sehr viel in kurzer Zeit erlebt. Ganz viele Eindrücke. Ne? Aber es ist cool, ich mag das ja gerade, wenn man auch wenig Zeit hat, dass man dann auch dann schon schnell rauskommt und was erlebt und auch möglichst viel aus dem Tag irgendwie mitnimmt. Wird sich bestimmt cool anfühlen, einfach wie so ein Bilderbuch, was du umklappst. Oder? Heute bist du hier, morgen bist du da. Und dann wachen wir einfach auf und es ist ein ganz anderer Hafen. Fahren wir einfach los. Bist du aufgeregt? Schon, ja. Bei mir löst es auf jeden Fall so Aufbruchsstimmung. Ja, voll. Auf in die weite Welt.
Also ich habe den Tag auf jeden Fall sehr intensiv wahrgenommen. Kommen hier morgens an, es ging gleich los, wir haben keine Zeit verschwendet und wir haben auf jeden Fall das Maximale aus dem Tag rausgeholt, für meinen Geschmack. Was richtig cool ist und was ich im Urlaub auch liebe, wenn man wirklich auch viel mitbekommt und viel erlebt. Wir lassen den Abend jetzt noch ausklingen hier oben am Deck. Schauen uns jetzt noch die Ausfahrt an. das stimmt. Dauert ja vielleicht noch ein bisschen, bis wir wirklich raus sind. Dann geht's ins Bett heute. Früher starten morgen. Ich will den Sonnenaufgang sehen. Die Gerüche, die Souks, das Alte, die Locals. Das ist so richtig original. Es ist nur blauer Himmel, Meer. Das ist schon sehr, sehr schön. Das ist schon so ein Moment von Ehrfurcht, wenn man hier reinkommt. Gigantisch einfach. Mein Schiff.